Good morning, good morning, good morning, dear friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, liebe Freunde. I love how Paul keeps going on the same argument. Ich liebe es, wie Paulus dasselbe Argument weiter ausführt. It was so serious that he doesn't stop. Es ist so ernst, dass er nicht aufhört. Look what he says in verse 20. Schau, was er in Vers 20 sagt. Beloved ones, don't remain as immature children in your reasoning. Geliebte, bleibt in eurer Denkweise nicht wie unreife Kinder. As it relates to evil, be like newborns. Seid wie neugeborene Babys in Bezug auf das Böse. But in your thinking, be mature adults. Aber seid wie reife Erwachsene in eurem Denken. I really like this. Das mag ich wirklich sehr. What does Paul call immature and what does he call mature? Was bezeichnet Paulus als unreif und was als reif? Don't take this out of the context, otherwise you won't understand it. Nimm das nicht aus dem Zusammenhang, sonst wirst du es nicht verstehen. So what is he saying is very simple. Was er sagt, ist ganz einfach. If when you come together as a church, it's all about you and your happiness and your blessing, you're an immature child. Wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt und es geht dir nur um dich, deinen Segen, dass es dir gut geht, dann bist du ein unreifes Kind. You're an immature child. Du bist ein unreifes Kind. That's the context. Das ist der Kontext. Look in general what we have done in the church. Schau, was wir im Allgemeinen in der Gemeinde gemacht haben. You know, some of the largest churches in the world are churches that are self-centered. Einige der größten Gemeinden der Welt sind selbstzentriert. Did you know that? Wusstest du das? If you look to America, for instance, Wenn du zum Beispiel nach Amerika schaust, even parts of Asia and parts of Africa, selbst in Teilen Asiens und Afrikas, the churches that preach a message where your victory, your blessing, and your new covenant are the ones that grow biggest. sind die Gemeinden, deren Botschaften sich um deinen Sieg, deinen Segen und deinen neuen Bund drehen, die am größten geworden sind. In English, you call them seeker-friendly churches. In Englisch nennt man sie wörtlich übersetzt Sucher-freundliche Gemeinden. Also sie sagen den Leuten, was sie hören wollen und konfrontieren nicht. You know, that's become a term in America. In Amerika ist das ein bekannter Ausdruck geworden. And these are some of the largest churches. Diese Gemeinden sind mit die größten. You know, one of the largest church movements in the world. Eine der größten Gemeindebewegungen der Welt. When I wrote my first book, The Power to Forgive, Als ich mein erstes Buch, Die Kraft der Vergebung, schrieb, I asked one of the directors of their worldwide known Bible school to write a foreword for me because he's a friend of mine. bat ich einen der Direktoren ihrer weltbekannten Bibelschule, ein Vorwort für mich zu schreiben, denn er ist ein Freund von mir. And he said, no, the book is too negative. Er sagte, nein, das Buch ist zu negativ. The only message we preach is positive. Die einzige Botschaft, die wir predigen, ist positiv. I thought, challenging people to live a life of radical and total forgiveness is negative? Ich dachte, Leute herauszufordern, in absoluter radikaler Vergebung zu leben, ist negativ. But anyhow, I still like the man and love the man. Nichtsdestotrotz mag und liebe ich diesen Mann immer noch. But you know, one day I had a prophetic encounter with the Lord. It was in 2014. Eines Tages hatte ich ein prophetisches Erlebnis mit dem Herrn, das war 2014. The Lord began to speak to me in a very clear voice for 56 minutes. Da sprach der Herr 56 Minuten lang mit deutlicher Stimme zu mir. And he talked to me about end-time world events and many things. Er sprach über Endzeitereignisse und vieles anderes. And then he began to name church leaders to me and church denominations. Dann fing er an, mir Namen von Gemeindeleitern und Denominationen zu nennen. And he told me how he's so greatly displeased with those ones Und er sagte mir, wie er großen Missfallen an denen hat, who put the man in the center in their own personal edification. die den Menschen und dessen persönliche Auferbauung in den Mittelpunkt stellen. You know, and he said, Lord, I don't like them. I'm very displeased with them. Der Herr sagte, ich mag das nicht, sie missfallen mir. You know, and I remember he also talked to me about Mike Bickle. Ich erinnere mich, dass er mit mir auch über Mike Bickle sprach. And I wrote Mike an email then. Und danach schrieb ich Mike eine E-Mail. And he quickly responded and he thanked me. He said that's exactly what he needed to hear. Er hat sofort geantwortet, mir gedankt und gesagt, dass er genau das brauchte. And the Lord said, I'm so pleased with Mike because he keeps me in the center and not
people. Der Herr sagte, ich habe solchen Gefallen an Mike, denn er stellt mich in den Mittelpunkt und nicht Menschen. And he remains focused on me. Und er bleibt auf mich fokussiert. Think about how much of the church is all about your victory, your blessing, your personal new covenant. Denk mal, wie viel es in der Gemeinde um deinen Sieg, deinen Segen, deinen persönlichen neuen Bund geht. And Paul said this is a sign of immaturity. Paulus sagt, das ist ein Zeichen von Unreife. So look at your own life. Also schau dein eigenes Leben an. How do you apply the new covenant in your life? Wie wendest du den neuen Bund in deinem Leben an? Do you apply it as a plural, we are God's people and He's our God? Machst du das im Plural? Wir sind Gottes Volk und er ist unser Gott. Or do you apply it individualistically? He is my God and He died on the cross for me, therefore I get a lot out of Him. Oder wendest du ihn individualistisch an? Er ist mein Gott und er starb für mich am Kreuz und deshalb habe ich einen großen Nutzen davon. You see, we have largely raised very immature churches. Siehst du, wir haben größtenteils sehr unreife Gemeinden errichtet. But everything is about my vision, my ministry, my sermon, my songs, my worship leader. In denen sich alles um meine Vision, meinen Dienst, meine Predigt und meine Lieder dreht. Paul uses also to the Corinthians, he also says it when they talk about I'm of Paul, I'm of Cephas. Paulus spricht im Korintherbrief auch davon, als er sagt, ich gehöre zu Paulus, ich zu Kephas, I'm of Apollos. ich zu Apollos. He also says this is a sign of immaturity Er sagt, das ist ein Zeichen von Unreife and a sign of carnality. und ein Zeichen von Fleischlichkeit. So ask yourself this question in the context of your Christian life. Also stell dir im Kontext deines Lebens als Christ die Frage, Are you immature or are you mature? bist du unreif oder reif? How do you know that you're becoming very mature? Woher weißt du, dass du sehr gereift bist? The more you are controlled by love, the more mature you are. Je mehr du von der Liebe beherrscht wirst, desto reifer bist du. The more you're motivated by your personal victory, your personal life, and your personal happiness, the more immature you are. Je mehr du von deinem persönlichen Sieg, deinem persönlichen Leben und deinem persönlichen Glück motiviert bist, desto unreifer bist du. Listen, Hör zu. I love to tell stories of what God did. Ich liebe es, Geschichten von dem zu erzählen, was Gott tat. I love to tell stories of miracles and healings and very specific prophetic words. Ich liebe es, von Wundern, Heilungen und sehr spezifischen prophetischen Worten zu erzählen. Do you know why? Weißt du warum? Because they point to the goodness of God for loving His body, never to me. Denn sie weisen auf die Güte Gottes hin, wie er seinen Leib liebt und nicht auf mich. In my weakest moments, God used me most powerfully. In meinen schwächsten Momenten gebrauchte Gott mich am stärksten. You know, the Bible says God did extraordinary miracles through the hands of the apostles. Die Bibel sagt, dass Gott außergewöhnliche Wunder durch die Hände der Apostel tat. So whenever you tell of the great things that God did through you, in a sense that look what I did, Wann immer du also von den großartigen Dingen erzählst, die Gott durch dich tat, mit der Haltung, schaut, was ich gemacht habe, then even the supernatural and the gifts of the Spirit become a sign of immaturity. dann werden sogar das Übernatürliche und die Geistesgaben zu einem Zeichen von Unreife. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.